Ich habe gestern gesagt, dass wir spekulative Sätze nicht unter dem Gesichtspunkt ihres historischen Erscheinens betrachten wollen, sondern im Hinblick auf ihre Systematik für den Entwurf einer spekulativen Metaphysik. Wenn ich also heute damit beginne, den Satz „Das Wahre ist das Ganze" von Hegel auszulegen, dann meine ich damit nicht eine Hegel-Interpretation, sondern es kommt mir darauf an, zu zeigen, dass an diesem Satz sich ein grundsätzliches spekulatives Verhältnis zur Wirklichkeit manifestiert und dass Hegels Philosophie über diesem spezifischen spekulativen Verhältnis zur Wirklichkeit aufgebaut ist. So wie ich gestern sagte, dass ich meine, dass spekulative Sätze so etwas wie Programme für die Konstruktion spekulativer Modelle von Welt sind. Das Wahre ist das Ganze. Das klingt sehr einfach, ist es aber im Inneren wahrlich nicht. Was ist eigentlich schon das Wahre? Ein Substantiv wie andere auch? Offenbar nicht. Das Wahre ist nicht etwas wie der Baum oder das Haus, also ein dinglicher Gegenstand in dieser Welt. Es ist aber auch durchaus nicht ein bloßer Begriff, wie etwa die Schönheit, die ja auch in der Form eines Gegenständlichen gedacht wird, das Schöne, die Schönheit. Sondern das Wahre drückt ja immer eine Relation, eine Beziehung aus. Wenn ich vom Wahren spreche, dann habe ich etwas, worüber etwas ausgesagt wird. Und diese Aussage kann wahr oder sie kann falsch sein. Das heißt, in unserem alltäglichen Verständnis ist der Begriff des Wahren gebunden an den normalen Aussagesatz, an jenen Aussagesatz, in dem von einem uns zunächst noch unbekannten oder nur in höchster Allgemeinheit bekannten Subjekt ein Prädikat ausgesagt wird, der Turm ist hoch, das Blatt des Baumes ist grün, und dann festgestellt werden kann, ob diese Aussage, das heißt das Prädikat, das dem Subjekt zugeordnet ist, dem Subjekt in der Tat entspricht. Das heißt, wenn wir vom Wahren sprechen, haben wir es mit einem Repräsentationsverhältnis zu tun, einer Repräsentation eines sachlichen Gehalts, der einem Gegenstand oder einem Begriff, einer Vorstellung zugeordnet wird. Repräsentatio rei, Darstellung eines Sachgehalts. Nun ist jede Darstellung des Sachgehalts, und darüber haben wir ja gestern schon gesprochen, Darstellung eines Besonderen, eines Einzelnen, ist also gerade nicht das Ganze. Wenn ich sage, das Blatt des Baumes ist grün, dann ist das nur ein Aspekt. Das Blatt hat auch eine bestimmte Form, das Blatt hat eine bestimmte Beziehung zu dem Ast, zu dem Stamm, eine räumliche Beziehung, eine genetische Beziehung, es entspringt daraus. Das heißt, wir können sehr viele einzelne Prädikationen, einzelne Aussagen über einen Gegenstand treffen und können diese Aussagen als richtig oder falsch klassifizieren, indem wir sie an der Wirklichkeit messen. Das heißt, das Wahre bezieht sich immer darauf, dass das, was im Wahren als wahr befunden wird, mit der Wirklichkeit, wie sie ist, übereinstimmt. Und insofern hat der Begriff des Wahren oder der Gedanke des Wahren immer eine nicht nur logische Funktion der richtigen Zuordnung, sondern auch eine ontische Funktion, nämlich des Verhältnisses vom Sein zu dem, was vom Sein ausgesagt oder ausgedrückt wird,
zum Begriff. Im Begriff des Wahren wird das Wesen des Begriffs als Begriff von einer Sache gegenständlich. Das macht die Sache aber schwierig, denn der Begriff von einer Sache erschöpft sich gerade nicht in der Prädikation des Einzelnen. Der Begriff des Blattes erschöpft sich nicht darin, dass es grün ist. Er erschöpft sich nicht einmal darin, dass es die bestimmte Blattform einer Baumart oder Baumgattung hat. Ich erinnere daran, dass Leibniz, als er mit der Kurfürstin von Hannover durch den Park von Herrenhausen in Hannover ging und sie ihn nach dem Wesen der Individualität fragte, er antwortete durchlaucht: Schauen Sie sich diese Bäume an. Nicht zwei Blätter haben die gleiche Form. Das heißt, gerade das individuelle Moment, das in der Prädikation gefasst wird, ist nicht das ganze Wahre. Und nun behauptet also Hegel, aber nur das Ganze ist das Wahre. Also wäre diese Teilaussage eigentlich eine unwahre Aussage. In der Tat hat die Philosophie an diesen Problemen immer herumgedoktert, denn das Verhältnis von Wahrheit und Falschheit ist eben nicht einfach auf die Deckungsgleichheit einer Teilaussage mit dem Gegenstand reduzierbar. Was heißt dann aber, das Wahre ist das Ganze? Denn anders als in der Form, dass wir Einzelaussagen über einen Gegenstand treffen, können wir ja den Gegenstand gar nicht bestimmen. Wir können ihn nur bestimmen, indem wir fortlaufend aneinanderreihend immer weitere Aussagen über ihn treffen. Das Blatt ist grün, das Blatt ist oval geformt, das Blatt ist gerippt, das Blatt ist, Gott weiß was es alles ist und was ich alles von ihm aussagen kann. Also eine Bestimmung leitet immer in die andere über. Hegel hat dafür den Begriff der Fortbestimmung des Begriffs geprägt. Das heißt, gerade im Gegensatz zur klassischen Logik, die den Begriff durch die Bestimmtheit, die einfache einzelne Bestimmtheit festlegen möchte, hat Hegel gesagt, das ist gerade nicht der Begriff, sondern der Begriff ist das, was sich bildet, wenn wir alle die Fortbestimmungsmomente, die sich ergeben, wenn wir von einem Merkmal, von einer Eigenschaft zur anderen übergehen, an ihm hervortreten und sich festmachen lassen. Damit geraten wir aber in einen Regressus in infinitum, denn es gehört natürlich zur Begrifflichkeit eines Begriffs nicht nur das, was alles präsentisch, gegenwärtig sich an einem Gegenstand zeigt, also die Grünheit des Blattes, die ovale Form, die Geripptheit und dergleichen mehr, sondern auch, dass es geworden ist aus einem Baum, der selbst wieder eine Geschichte des Werdens hat, der eingepflanzt wurde in die Erde, der groß geworden ist, der erst ab einem bestimmten Jahr Blätter dieser Größe hervorbringt und dergleichen mehr. Das heißt, wir können die Bestimmung eines Gegenstandes, indem wir sie fortbestimmen, immer weiter verfolgen in alle Bedingungen hinein, aus denen heraus der Gegenstand das geworden ist, was er geworden ist. Denn auch der Baum ist nicht die letzte Ursache des Blattes, sondern der Baum wurzelt in der Erde. Er brauchte eine bestimmte Klimatik, er brauchte Wasser, er brauchte ein bestimmtes Erdreich, einen bestimmten Erdtypus. Dieser bestimmte Erdtypus ist wieder in geologischen Entwicklungen entstanden und dergleichen mehr. Wenn wir also in die Bedingungskette hineingehen, in die Aurea Catena, wie das die mittelalterlichen Denker nannten, die goldene Kette der Bedingungen, der Ursachen und Bedingungen,
dann kommen wir in einen unendlichen Regress, in einen unendlichen Ablauf von Weiterfragen, der uns überhaupt nicht mehr erlauben würde, einen Begriff zu bilden. Wenn also gesagt wird und postuliert wird von Hegel, der Begriff des Ganzen ist die Voraussetzung dafür, dass wir wahr sprechen können. Das Wahre ist das Ganze. Dann stellt er sozusagen eine unmögliche Forderung auf. Er stellt ein Kriterium auf, das in der Erfahrung, die wir als endliche Wesen mit einer unendlichen Welt, mit unendlichen Bedingungszusammenhängen machen, gar nicht erfüllen können. Es ist insofern, und das möchte ich sozusagen schon dem Resultat vorwegnehmen sagen, auch absurd, Hegel unterstellen zu wollen, der Begriff sei das eigentlich Wirkliche und die Sache selbst, also das, was uns vorliegt, die gegenständliche Sache, sei sozusagen nur deren unwirkliches Abbild. Hegel ist kein Platoniker, der sagt, da gibt es ein Reich der Ideen im Jenseits, in dem ist alles sozusagen unendlich fertig und was in dieser Welt an existierenden Dingen existiert, existiert dadurch, dass es sozusagen ein Abglanz dieses Reichs der Ideen ist. Durch Teilhabe am Reich der Ideen, durch ein Schattenbild der Ideen, wie es im Höhlengleichnis der Politeia von Platon heißt, sei nur unsere Wirklichkeit gegeben. Das ist nicht Hegels Meinung. Und Hegel spricht sogar gelegentlich davon, dass etwas ja dann nur ein Begriff sei. Das heißt, die Sache selbst ist es, in der sich alle diese Bedingungen sozusagen real versammeln, nur wir können sie begrifflich gar nicht in der Art, wie wir Begriffe bilden, wie wir durch den Verstand, verstandesmäßig Begriffe bilden, gar nicht ausdrücken. Was also ist sozusagen der Weg, auf dem wir den Ausdruck finden, in dem das Ganze sich begrifflich für uns, ich würde nicht sagen fassen, sondern entwickeln lässt als eine Bewegung, als eine Denkbewegung. Dass die Sache selbst, die also nicht nur der empirische Gegenstand, sondern alles, was im empirischen Gegenstand seine reale Bedingung ist, mitdenkt, dass diese in einem Entwicklungsgang des Begriffes gedacht werden kann. Und dies, meint Hegel, ist nur möglich in der Form, dass wir ein Konstruktionssystem des Wissens haben. Und ich gebrauche hier ausdrücklich den Begriff Konstruktion gegen Hegel, der immer das Wort konstruieren eigentlich abgelehnt hat, weil es bei Fichte eine solche Rolle spielt. Ein Konstruktionssystem des Wissens herstellt, in dem sich qua Konstruktion, und nun kann man nicht mehr sagen, diese unendliche Wirklichkeit zeigt, sondern sie sich als Abbild, als Modellbild zeigt. Das liegt im Sinne dessen, dass Hegel von vornherein die Phänomenologie des Geistes beginnt mit der Aussage, und die ist voll ernst zu nehmen, die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein. Die innere Notwendigkeit, dass das Wissen Wissenschaft sei, liegt in seiner Natur. Und die befriedigende Erklärung hierüber ist allein die Darstellung der Philosophie selbst. Wissenschaftliches System des Wissens. Wir können eine ganze Menge denken, wir können eine ganze Menge Vorstellungen haben, wir können Fantasien haben, aber die decken sich nicht mit dem, was
in der Fortbestimmung des Begriffs in jeweils einzelnen Bestimmungen dem Begriff sozusagen legitim zugeordnet werden kann. Was ihm legitim zugeordnet werden kann, muss miteinander im Zusammenhang ein Ganzes bilden können. Es darf sich nicht widersprechen. Das ist eine der Voraussetzungen eines wissenschaftlichen Systems, dass es in sich nicht widersprechen darf. Wissen ist Wissen, das aufgrund der Feststellung von Identitäten, das heißt aufgrund des Ausschlusses von Widersprüchen, als Wissen sich konstituiert. Und das ist es, wenn Hegel sagt, es liegt in der Natur des Wissens, Wissenschaft zu sein. Wissen ist nicht irgendein Meinen, Vorstellen, sondern Wissen ist Wissenschaft, weil es aus der Notwendigkeit des konsistenten Zusammenhangs widerspruchsfreier Beziehungen zwischen seinen Teilen, zwischen seinen Elementen besteht. Diese Voraussetzung, dass Wissen, und Wissen heißt etwas von der Wirklichkeit in wahrer Form im Bewusstsein haben, dass Wissen nur wissenschaftlich Wissen sein kann, ist eine ungeheure Anforderung gegenüber dem Alltag. Denn im Alltagsleben wissen wir alle eigentlich normalerweise wenig, sondern wir vermuten, wir glauben, wir lassen uns von irgendwelchen Vorurteilen prägen, wir folgen dem, was in der Zeitung steht oder was das Fernsehen uns sagt. Das wissen wir alles nicht, sondern das sind alles Meinungen im Sinne der platonischen Unterscheidung von Meinung und Wahrheit, von Doxa und Aletheia. Das wissenschaftliche Wissen ist das durch die Konsistenz seiner Elemente sich gegenseitig selbst auch überprüft. Das meint der Gedanke des Systems, sozusagen einer architektonischen Ganzheit, wo ein Balken den anderen stützt, eine Fuge in die andere greift. Das wissenschaftliche System also garantiert uns überhaupt Wissen. Und nicht nur meinen. Das wissenschaftliche System aber besteht nun aus einer Fülle von Einzelwissenschaften. Da ist die Physik und die Chemie mit allen ihren Zweiggebieten und Teilen, da ist die Geographie, da ist die Anthropologie, alle Einzelwissenschaften, die zusammenkommen, tragen zu diesem Wissen bei, und tragen unter Umständen sehr disparate Bestandteile zu diesem Wissen bei. Bestandteile, die nicht auf Anhieb zueinander passen. Die erst in der Entwicklung eines Zusammenhangs, der zwischen ihnen gedanklich hergestellt wird, ein System ergeben. Ich würde nicht sagen, dass wir automatisch zwischen einer astronomischen Erkenntnis und einem chemischen Vorgang im Labor einen systematischen Zusammenhang erkennen können. Das leisten auch die Einzelwissenschaften nicht. Die Einzelwissenschaften beschränken sich bewusst auf Teilbereiche, die sie selbst definieren, sagen, dieser und dieser Bereich ist unser Gegenstand. Und der Teilbereich, auf den wir uns konzentrieren, den können wir sozusagen im Rahmen seiner Begrenztheit als endliche Wesen in endlicher Begrenztheit auch versuchen auszuschreiten. Es bleiben dann, wie wir gesehen haben, immer die Grenzen, an die man stößt und jenseits deren dann etwas von außen hinzukommt. Etwas Systemexternes in ein endliches Teilsystem hineinwirkt und das muss durch ein größeres Modell wieder mit eingefangen werden. Das ist das Wesen des Fortschritts der Wissenschaften. Aber diesen Zusammenhang zu konstruieren, der ist nicht uns in der Erfahrung, nicht in der Empirie gegeben. Denn in der Erfahrung, in der Empirie stoßen wir immer auf das, dass wir an endliche Grenzen unseres endlichen Wissens gebunden sind und mit ihnen sozusagen die Überprüfbarkeit dessen,
was wir da an Wissen erwerben, auch endet. Das Ganze ist gerade ein Wissen, das wir nicht empirisch überprüfen können. Wenn also gefordert wird, das Wahre ist das Ganze, dann wird im Grunde genommen die abstruse Forderung aufgestellt, es ist nicht mehr überprüfbar, was wahr ist. Und in der Tat gibt es ja also auch philosophische Richtungen seit der antiken Skepsis, die genau von diesem Punkt ausgehen und sagen, was wahr ist, können wir ja gar nicht feststellen. Andererseits, wenn wir nicht eine Vorstellung uns davon machen, und ich sage jetzt vorsichtig Vorstellung, eine Vorstellung davon machen, wie der Zusammenhang der Elemente sich zu einer Welt im Ganzen fügt, dann haben wir keinen Orientierungshorizont, in dem wir lebendig uns verhalten können. Denn wenn wir uns verhalten, verhalten wir uns immer nicht nur zu den Erfahrungsdaten, die wir schon kennen, sondern wir verhalten uns in einer Welt, in der es so viel Unerfahrenes und noch Unentdecktes und Unerkanntes gibt, zu der wir uns ebenfalls spontan, intuitiv, unbewusst, wie auch immer, ins Verhältnis setzen. Es bedarf also, damit wir uns nicht einfach spendisierend zu einer Welt, die wir nicht kennen, ins Verhältnis setzen, nicht also an die Erscheinung der kleinen grünen Männchen aus dem Weltall glauben und Ähnliches, sondern uns im Sinne des wissenschaftlichen Systems, in dem allein die Wahrheit Gestalt gewinnt, uns mit der Welt in Einklang, in Beziehung wissen. Wenn dies so ist, dann bedarf es eines Modells, in dem wir die Weltform, die wir nicht empirisch in der Erfahrung gegeben haben, die wir nicht abbilden können, wie man einen Gegenstand abbildet, den man vor sich stehen hat, doch als Entwurf zu denken vermögen. Das klingt zunächst einmal sehr subjektivistisch. Und der Weltbegriff ist auch im subjektiven Idealismus, also in der Nachfolge und Erbschaft Kants, immer sozusagen als eine subjektive Setzung oder etwas philosophisch gelehrter gesagt, als ein transzendentaler Gegenstand betrachtet worden. Hegel hat sich gegen diese kantische Auffassung mit Vehemenz gewehrt. Er sagte, wenn wir Begriffe, von denen wir wissen, dass wir sie als komplette Begriffe, notio completa heißt das in der Philosophie des 18. Jahrhunderts bei Leibniz, wenn wir komplette Begriffe auch nicht bilden können, sondern alle unsere Begriffe immer unvollständig sind und einer weiteren Fortbestimmung unterliegen, aber wenn wir Begriffe bilden, sind sie Begriffe, die Begriffe von einer Wirklichkeit sind und nicht etwas, was wir uns ausdenken, was ein transzendentaler Gegenstand unserer Kategorienbildung ist, sondern eine Beziehung zu dem Gegenstand hat, der in dieser Begriffsform unvollständig abgebildet wird. Das heißt, Hegel nimmt den Genitiv ganz ernst. Begriff ist Begriff von etwas. Das Wort Begriff kann man eigentlich gar nicht ohne diesen Genitivus Objektivus denken, der sich mit ihm verbindet. Begriff ist der Begriff von einer Sache. Und das nennt dann ja auch Hegel die Sache selbst. Wenn wir auch die Sache selbst immer nur unvollständig kennen und infolgedessen auch der Begriff von der Sache selbst immer nur unvollständig ist, ist auch der unvollständige Begriff nicht einfach eine Erfindung von uns, sondern er ist ein Moment, das an die Sache selbst gebunden ist. Insofern ist der Vorwurf, dass Hegel hier eine Begriffswelt an die Stelle der Wirklichkeit gesetzt habe, hier ein Vorwurf, der gängige Vorwurf gegen den Hegelianismus ist,
ich würde sagen, von Grund auf irrige Rezeption des Hegelschen Systems. Hegel sagt, und so schreibt er sein ganzes Werk, wir können das Wahre, welches das Ganze ist, immer nur in der Form von Begriffen denken. Denn das Ganze ist uns im einzelnen Gegenstand, in der Gegenständlichkeit des Baumes, des Hauses, des Berges und so weiter nicht gegeben. Das sind nur die Teile, die gegeben sind. Wir können nur einen Begriff des Ganzen bilden, wenn er auch unvollkommen sein mag. Aber immerhin im Horizont eines vollkommenen Begriffs gedacht wird. Infolgedessen kann ich ein System der Wissenschaften nur als ein System der Begriffe, nicht als ein System der Abbilder von Gegenständen machen. Infolgedessen ist jede Entwicklung, die ich wissenschaftlich vorlege, als eine Entwicklung unserer Gedankeninhalte, unseres Wissens, eine Entwicklung von Begriffen. Und ich kann sie in der Entwicklung der Begriffe nachvollziehen und zeigen. Das tut er in der Wissenschaft der Logik. Das ist das, was ich kann. Aber dass diese Welt der Begriffe, die ich hier baue, ein Modell ist, ein begriffliches Modell für eine außerbegriffliche, vorbegriffliche Wirklichkeit, das, was Feuerbach immer von Hegel gefordert hat, dass das eigentlich der Sinn Hegels sein müsste, das, meine ich, ist in Hegel implizit gegeben. Nur, dass es nicht sein Problem ist. Er sagt, darüber kann ich ja gar nichts sagen. Ich kann wohl aber etwas darüber sagen, wie ich ein System der Begriffe aufbauen kann. Wie ich aus einem einfachen, anfänglichen Begriff, etwa dem Begriff des Seins, mit dem er die Logik beginnt, die ganze Fülle aller Begriffe, mit denen ich Weltabbilder herausentwickeln kann. Und das ist der Gang, den die Wissenschaft der Logik geht. Das kann ich tun. Und insofern gewinne ich also das begriffliche Modell von Wirklichkeit. Aber es ist damit immer die Wirklichkeit gemeint. Und es ist nicht etwa gemeint, die Begriffe seien schon die Wirklichkeit, sondern die Begriffe sind die Begriffe von der Wirklichkeit. Sie sind die Dinge, die geistigen Gegenständlichkeiten, deren Inhalt das ist, was die Wirklichkeit ist. Das gibt mir den Mut zu sagen, und ich habe das in meinem Buch über Hegel geschrieben, dass nach meiner Auffassung der tiefere Sinn der Hegelschen Philosophie der ist, dass über dem spekulativen Satz ein Spiegel, ein Widerspiegelungsverhältnis aufgebaut wird zwischen einer unendlichen Wirklichkeit, die wir empirisch nicht gegeben haben, und einer Begriffswelt, die wir haben und die wir ständig entwickeln und im Sinne der Fortbestimmung des Begriffs weiterentwickeln können und die ein Modell, ein Abbild, aber kein fotografisches Abbild, sondern ein repräsentatives Abbild dieser uns empirisch nicht gegebenen Weltwirklichkeit ist. Ich weiß, das ist der gängigen Hegel-Deutung zuwiderlaufende Auffassung von Hegel. Aber wenn ich die Hegelschen Texte mit Genauigkeit lese, sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit der Deutung dessen, was Hegel uns als Entwurf eines spekulativen Systems anbietet, als eine solche widerspiegelungstheoretischer, metaphysischer Art. Und dass Hegel selbst eine neue Metaphysik machen wollte, die gegenüber der alten Metaphysik, die eigentliche Metaphysik, nämlich die dialektische des Spiegelverhältnisses von
nicht empirisch gegebener Wirklichkeit zu Begriffswelt darstellt, das hat er ja verschiedentlich und insbesondere gerade in der Einleitung zur Enzyklopädie der Wissenschaften nachdrücklich ausgeführt. Nun scheint mir ganz entscheidend zu sein, dass nun dieses Ganze, das in dem Modell gedacht wird, nicht als ein abgeschlossenes Modell gedacht werden kann, nicht als ein abgeschlossenes System, so wie Spinoza noch dachte, wie Thomas von Aquin dachte, die gleichsam ihre Systeme so rundeten, dass sie sagten, das ist jetzt sozusagen die geistige Repräsentation der Welt im Ganzen, sondern dass eine Darstellung einer unendlichen Welt in einem unendlichen Fortgang der Fortbestimmung des Begriffs immer nur die Form eines offenen Systems annehmen kann. Also eines Systems, das nicht geschlossen ist, sondern das aus seiner eigenen Systematik über sich hinaus treibt. Und es scheint mir, dass das eine der ganz wesentlichen Elemente ist, die durch die Hegelsche Philosophie in die Philosophie unserer Zeit eingegangen sind, dass wir zum ersten Mal eigentlich konsequent ein offenes System denken. Ein System, das nicht sich in abschließenden und abgeschlossenen Aussagen vollendet, sondern das sich gerade in jeder Aussage zum Übergang zur nächsten Aussage offen hält. Hegel sagt, gerade im Hinblick darauf, dass die Form, in der wir normalerweise denken, nicht sehr geeignet sei, mit diesen spekulativen Konzepten umzugehen. Da heißt es in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, formell kann das Gesagte so ausgedrückt werden, dass die Natur des Urteils oder Satzes überhaupt, also das Subjekt hat ein Prädikat oder ist mit einem Prädikat behaftet, dass die Natur des Urteils oder Satzes überhaupt, die den Unterschied des Subjekts und Prädikats in sich schließt, durch den spekulativen Satz zerstört wird und der identische Satz, zu dem der erstere wird, nämlich die Identität von Subjekt und Prädikat setzt, den Gegenstoß zu jenem Verhältnisse enthält. Der philosophische Satz, weil er Satz ist, erweckt die Meinung des gewöhnlichen Verhältnisses von Subjekt und Prädikat und des gewöhnlichen Verhaltens des Wissens. Das ist sozusagen der ständige Irrtum, dem die Philosophie ausgesetzt ist, dass man ihre Sätze, die spekulativ sich nach vorne öffnen und offen halten für das noch nicht Ausgesagte und das als ein Element, sozusagen ein noch unausgesagtes Element des Ausgesagten mit einbeziehen, dass die betrachtet werden wie jene Aussagesätze, wie jene Urteilssätze, die im normalen Alltag und auch in der normalen Wissenschaft nötig sind. Selbstverständlich muss also ein Historiker sagen können, am 7. Juli des Jahres 1885 ist Ernst Bloch geboren worden. Und das ist ein abgeschlossener Satz, den braucht man nicht weiter zu ergänzen, denn er ist an dem Tag geboren worden und dergleichen mehr. Solche Sätze sind notwendige Bestandteile jeder Einzelwissenschaft. Aber sobald wir jetzt fragen würden, was ist denn das Wesen dieses Ernst Bloch, kämen wir in eine Fortbestimmung von laufenden Elementen. Wir würden nämlich nicht nur ihn, sondern wir würden
die ganze Vorgeschichte der Philosophie, die in sein Denken eingegangen ist. Wir würden die Idee der Utopie, wir würden die jüdische Tradition, die in seiner Eschatologie liegt. All das würde Element dieses Ganzen sein, was wir nicht alles gleichzeitig aussagen können. Insofern ist also, wie Hegel an anderer Stelle sagt, der Aussagesatz ungeschickt, spekulative Wahrheiten auszusagen. Und es muss ständig eigentlich in der Philosophie der Durchbruch geschehen von dem normalen, verstandesmäßigen Aussagesatz zum spekulativen Satz. Dieser Durchbruch in die offene Form, heißt nun allerdings auch, und damit kommt etwas ganz Zentrales, ein zentrales Problem der Philosophiegeschichte ins Spiel, dass wir gerade im Einzelnen nicht das Eigentliche und Wahre sehen können. Sobald wir das Einzelne ständig auf seine Bedingungen hin durchbrechen, hinterfragen, aber auch ständig im Hinblick auf das, was aus ihm weiter werden wird, auf seine Möglichkeiten hin betrachten, also auf die Zukunftsperspektive, den Zukunftshorizont, der darin liegt und der ja nur noch ganz und gar unabgeschlossen ist, weil in ihm immer verschiedene Varianten, die sich verwirklichen können, enthalten sind. Sobald wir also das Einzelne daraufhin betrachten, stellt sich heraus, dass das Einzelne eigentlich nur als ein Aufblitzen des Universellen, ein Aufblitzen des Ganzen in einem Moment ist. Und immer das andere sozusagen ständig um sich herum mit in sich einbezieht und einschließt. Damit geraten wir aber an den Punkt, wo die Frage sich erhebt, können wir denn überhaupt das Einzelne als Einzelnes oder müssen wir es im Hinblick auf seine Allgemeinheit, die es mit anderem oder als Teil eines größeren Kontextes, eines größeren Komplexes hat, betrachten? Das ist die alte Frage des Nominalismus. Gibt es ein Allgemeines, das real ist, oder gibt es Allgemeines nur in Form von Verallgemeinerungen, dass wir sagen, also der Pudel ist ein Hund und der Bernardiner ist ein Hund und der Pinscher ist ein Hund und alles drei sind Hunde und die drei sind Arten von Hunden. Das ist sozusagen der Generalisierungsbegriff, der Klassifikationsbegriff des Allgemeinen. Das ist der Begriff des Allgemeinen, den die empirischen Wissenschaften zur Ordnung, als Ordnungsbegriff für die Gegenstände anwenden. Dann kann man sagen, wir ordnen die Dinge nach Gattungen, nach Arten, nach Unterarten, bis wir hin zu einem Individuum kommen, das dann letzten Endes von allen anderen Individuen auf eine bestimmte Weise sich auch wieder unterscheidet. Ein anderes ist es aber, wenn wir sagen, es gibt einen Konnex, einen Komplex, einen Zusammenhang, in dem Individuen als Individuen, jetzt muss ich es hegelisch sagen, aufgehoben sind, indem sie als Individuen sozusagen nicht mehr als Individuen sind. Wenn wir beispielsweise von Menschenrechten sprechen und dann den Begriff der Menschheit gebrauchen, dann ist der Begriff der Menschheit nicht der Begriff von 6 Milliarden Individuen, die jetzt als Menschen leben, sondern meint etwas anderes. Alle 6 Milliarden Menschen, die als Menschen auf dieser Erde leben, haben daran teil, dass sie an der Menschheit teilhaben. Aber sie sind nicht als Summe der Individuen die Menschheit. Aristoteles sagt einmal, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das wäre sozusagen ein Korollarsatz zu das Wahre ist das Ganze. Solche Allgemeinbegriffe sind sozusagen fortlaufend Begriffe
unserer historischen Wirklichkeit. Wir könnten beispielsweise nicht von Arbeiterklasse sprechen, wenn wir darunter nur die Summe aller Arbeitenden und was für Arbeiten, welche Arbeit sie erfüllen und so verstehen würden, sondern Arbeiterklasse ist ein Begriff, ein Gattungsbegriff, der als Gattungsbegriff eine Realität unabhängig von den Individuen hat, die jeweils in dieser Gattung individuelle Exemplare sind. Damit entscheidet sich sozusagen im Rahmen einer dialektischen, spekulativen Metaphysik das sogenannte Universalienproblem, das Problem Realallgemeines oder nur Allgemeines, das wir selbst sozusagen als Verallgemeinerung setzen. Das Universalienproblem löst sich in einer bestimmten Richtung, nämlich in Richtung der Anerkennung des Realallgemeinen auf. Das hat den Widerspruch vieler, insbesondere der empiristischen Wissenschaften gefunden. Also die modernen Naturwissenschaften, der Physikalismus, die Neopositivisten, aber genauso auch die Frankfurter Schule. Und ich würde sagen, genauso der Vulgärmarxismus. Es gibt doch kein Real Allgemeines, das sind ja platonische Ideen. Das ist etwas anderes und Hegel hat uns gezeigt, dass es etwas anderes ist. Und dass das Allgemeine darin besteht, dass es das Allgemeine des Besonderen ist. Und dass das Besondere nicht seine Besonderheit verliert, weil es Moment des Allgemeinen ist, dass es aber von ihm unterschieden ist. Das heißt, dass der Arbeiter ist, durchaus verschieden ist von dem Gattungsbegriff der Arbeiterklasse. Etwas, woraus Lenin die Konsequenz gezogen hat, ohne Klassenbewusstsein gehört man eigentlich nicht zur Arbeiterklasse, da ist man sozusagen nur potenziell Mitglied der Arbeiterklasse, oder Gramsci die Differenz von Klasse an sich und Klasse für sich gezogen hat. Man sieht, dass all diese Unterscheidungen auch unmittelbar in die Theorie des politischen Lebens, des Alltagslebens eingreifen. Hier, denke ich, rundet sich eine Vorstellung, die einen Satz wie „das Wahre ist das Ganze" als sozusagen Schlüsselsatz für die Konstruktion eines Weltmodells erscheinen lässt, in dem jedes Einzelne als Teil eines Allgemeinen, das die Welt ist, und vorher sozusagen von Teilallgemeinen wie Menschheit oder Tierreich oder geistiges Tierreich, wie es Hegel dann in der Phänomenologie vom Verfall der Aufklärung sagt, sich artikuliert, manifestiert, oder noch genauer gesagt, sein Sein gewinnt. Es gewinnt sein Sein als Besonderheit, indem es Moment der Allgemeinheit ist. Und das Verhältnis von Besonderheit und Allgemeinheit, das Übergreifen der Allgemeinheit über die Besonderheit, wie es in der Hegelschen Logik heißt, ist ein Moment der Konstruktion des Wahren als Ganzen. Wenn ich einen Allgemeinbegriff Welt, einen Allgemeinbegriff Menschheit bilden kann, dann bilde ich einen Begriff, der mir empirisch nicht gegeben ist und den ich nie empirisch ausfüllen kann. Wenn man mir sagen will, zeig mir doch mal empirisch, was Menschheit ist, dann kann ich das nicht. Ich kann nicht von einem Menschen zum anderen gehen und auf ihn zeigen und sagen, da ist ein Stück Menschheit, da ist ein Stück Menschheit. Und dann sehe ich, wie sich ein Gefangenenwärter in Guantanamo benimmt und sagt, da ist ein Stück Menschheit, das ist keine Menschheit mehr, das ist Unmenschlichkeit. All solche Begriffe, bis hin zu den elementaren Begriffen des wertenden Verhaltens in dieser Welt, sind abhängig davon, dass wir ein solches Modell haben, in dem sie auf das Ganze bezogen ein Stück Deutung des Ganzen, ein Stück Deutung der Wirklichkeit uns vor Augen führen. Damit geraten wir genau auf die Bahn
auf die ich mit dem Ansatz der Entwicklung einer Theorie spekulativer Sätze leiten möchte. Nicht jetzt das Hegelsche System der Enzyklopädie der Wissenschaften oder der Wissenschaft der Logik als ein solches Modell zu übernehmen und zu sagen, oh, da haben wir ja eine solche Form eines spekulativen Systems. Das ist in der Tat, wir haben da eine. Aber es ist nicht die einzig mögliche Form und sie kann anders konstruiert werden. Sie kann konstruiert werden von ganz anderen Ansatzpunkten und wird immer wieder zu den gleichen Zentren hinführen, aber sie wird sozusagen unter verschiedenen Gesichtspunkten dieses gleiche Zentrum in den Blick fassen. Und das ist notwendig, weil dieses Zentrum, auf das wir blicken, ja gerade das ist, was in seiner, jetzt sage ich es heraklitisch, in seiner Tiefe nicht auslotbar, unendlich ist, weil es diesen unendliche Perspektive, diesen unendlichen Horizont des sich immer Fortbestimmens hegelisch gesprochen hat. Leibniz hat das schöne Bild gebraucht von dem Wanderer, der um eine Stadt geht und von verschiedenen Aussichtspunkten aus die Stadt sieht. Jeweils in einer anderen Perspektive. Die Türme verschieben sich gegeneinander, die Hausdächer, das eine verdeckt das andere, was vorher offen lag und dergleichen mehr. Es ist immer eigentlich eine andere Stadt, die er sieht. Von der Ansicht her, vom Aspekt. Und es ist immer dieselbe Stadt. Und genau dies meint die Konzeption, Modellentwürfe, die spekulativ konstruiert werden. Das heißt, Ergebnisse solcher Konstruktionsprogramme des Ganzen schließen einander nicht aus, sondern sie treten zueinander in eine Konstellation von sich erläutern, sich ergänzen, aufeinander sozusagen einen Widerschein werfen. Walter Benjamin sprach einmal von Ideen als Konstellationen wie Sternbilder Konstellationen bilden. Sterne, die im Weltall überhaupt nichts miteinander zu tun haben, endlos weit voneinander entfernt sind, die uns aber am Himmel als ein Sternbild, als eine Form, der Orion mit seinem Gürtel und den 4 Gliedmaßen erscheinen. In diesem Sinn einer Konstellation, einer Benjaminschen Konstellation, möchte ich den Entwurf spekulativer Systeme verstehen, jeweils als Konstellationen einer Wirklichkeit, die wir unter historischen Bedingungen, unter individuellen Bedingungen anders sehen. Natürlich entwirft Hegel ein spekulatives System als System der Begriffe, weil die Konstruktion des Wissens als Wissenschaft ihm gar keine andere Form als die Begriffsform eines solchen Systems zulässt. Man kann aber natürlich Systeme auch ganz anders entwerfen, über Bilder, über Metaphern, über verschiedensten Formen von Ausdrucksweisen, darauf werden wir ja in den kommenden Vorträgen noch zu sprechen kommen, die alle, jedes für sich, in sich Plausibilität haben, ohne beweisbar zu sein, denn spekulative Systeme sind nicht beweisbar, sondern sie sind nur sozusagen als in sich das Ganze konstruierend unter der Perspektive, unter dem Gesichtspunkt, den eine Zeit oder ein Standpunkt anbietet, einleuchtend. Und hier würde, und das ist einer der, würde ich sagen, Forschungsgegenstände, der sich in der Erarbeitung des völlig noch brachliegenden Gebiets der spekulativen Philosophie ergibt, das Problem zu lösen sein, unter welchen Bedingungen, unter welchen
Kriterien wird ein solches System in sich evident. So wie wir von Hegels System gesagt haben, das ist in sich evident, aber es ist nicht die einzige mögliche Form, die Welt zu interpretieren. Und infolgedessen kam die Feuerbach-Kritik, kam die Marxische Umkehrung, über die wir dann ja noch sprechen werden.